Hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen, lieber Tom. Guten Morgen. Und auch natürlich ein herzliches Willkommen an alle da draußen. Mein Name ist Franziska Anders. Ich bin Gründerin und Beraterin und habe hier heute zu meinem Vergnügen den Thomas Dahlöge, auch Gründer und Berater, Gründer unter anderem von Organ.io. Viel wichtiger aber heute für uns eigentlich, vertritt er sozusagen das Expertentum, wenn es um das Thema Führung geht. Und ich weiß nicht, lieber Tom, aber in den letzten Wochen ist mir immer mehr deutlich irgendwie geworden oder nochmal aufgefallen, welche Herausforderungen gerade eigentlich auf die Führungsteams oder die komplette Führung von Unternehmen irgendwie einprasseln. Und ich habe das Gefühl, dass sie auch teilweise, verständlicherweise, irgendwie auch überfordert sind. Ja. Irgendwie werden längst geplante Führungsentwicklungsprojekte abgesagt. Ja? Interne Prioritäten verschieben sich auf die lange Bank und so weiter. Wie siehst du denn das? Was sind denn da deine Beobachtungen, Tom? Und was ist eigentlich das Problem hier in unserem kleinen Schlagabtausch? Ja. Also ich glaube sozusagen, das, was man jetzt total wahrnimmt, das hast du schon sehr gut sozusagen da auch aus deinen Fällen beschrieben, ist, dass eigentlich gerade Operation und Business in den Vordergrund kommt und man wirklich da so in den Firefighter-Modus geht und versucht sozusagen irgendwie das Geschäft aufrechtzuerhalten bei all den Unsicherheiten, die drumherum passieren. Ja. Und ich glaube, dass das eine total notwendige Aufgabe ist, um die Zukunftssicherheit der Organisation sicherzustellen. Und gleichzeitig ist sozusagen da so ein bisschen das Risiko, dass man sich einigelt, ja, und sozusagen auf die Mechanismen der Vergangenheit zugreift. Was kann ich gut? Und genau das jetzt macht und eher sozusagen so im Fokus schmal wird. Und gerade in Krisenzeiten braucht es unter Umständen Verhaltensweisen, die bisher noch nicht gezeigt wurden oder einen Umgang mit der Situation, die bisher noch nicht da war. Und da sehe ich ein Stück das Risiko, ja, dass man sozusagen ausblendet, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, sich zu verhalten und damit umzugehen und das jetzt versucht sozusagen auf eine operative, businessorientierte, zahlenfokussierte Arbeitsweise zu bekommen. Und das ist ziemlich risky, würde ich sagen. Ja, ja. Das heißt, was bedeutet jetzt es eigentlich für Führungsteams irgendwie wirksam zu sein? Na, ich glaube, dass es sozusagen da den Fokus nochmal aufmacht, sozusagen sagen, hey, igelt euch nicht ein, sondern geht in den Austausch mit euren Peers, mit euren Kollegen, mit den anderen Führungskräften, mit denen ihr unterwegs seid und für den gemeinsamen Verantwortungsbereich agiert und redet sozusagen darüber, okay, das ist gerade schwierig für mich, was kann ich da tun? Und da geht es nicht darum, sozusagen große Workshop-Tage außerhalb der Organisation zu machen, sondern sich quick und dirty auszutauschen, sagen, hey, das ist gerade schwierig, komm, hilf mir mal oder was würdest du da tun und da einzusteigen, ja, und da auch zu schauen, wie kriege ich in genau so einer großen Geschwindigkeit auch mein Verhalten angemessen aufgebaut, sodass ich durch diese Führungssituation und Anforderungen bekomme. Ja, ja, das macht total Sinn. Jetzt hast du ja echt unheimlich viel Erfahrung in den letzten Jahren schon gesammelt und wir erinnern uns an die letzte Krise. Wir sind ja nicht zum ersten Mal in einer. Kannst du vielleicht sogar noch ein Beispiel irgendwie, wo du schon mal erlebt hast, wo es um das Thema Führung und in Krisenzeiten ging? Also ich glaube, das, was sozusagen mich wirklich total beeindruckt hat, war eine Intervention eines großen Finanzdienstleisters, der weltweit seine Top 200 Führungskräfte zusammengebracht hat und sich wirklich mit dem Thema Führen und Unsicherheit beschäftigt hat. Und zwar hat er die sozusagen in Dunkelflächen gebracht und hat in dieser vollständigen Dunkelheit Kooperationsaufgaben erledigen lassen. Es gibt in Hamburg eine Fläche, die von Nichtsehenden betrieben wird, wo man sozusagen genau das schon macht, ja, und dann Ja, wird da geführt und die Nichtsehenden guiden das ein Stück. Und das war wirklich aus meiner Sicht hochprofessionell und hochwirksam, weil die Führungsteams sich mit Unsicherheit in ganz anderer Art und Weise auseinandergesetzt haben und gemeinsam geschaut haben, okay, wie können wir uns aufstellen, um da drin gut agieren zu können. Und da kamen dann ganz wichtige Punkte mit raus, wie okay, wir haben ein Commitment, wir agieren in derselben Art und Weise, wir formulieren sozusagen dieselben Orientierungen und dieselben Ausrichtungen, damit es sozusagen da auch für alle, die mitwirken, klar ist, wie man sich verhält, was man tut. Also das war wirklich schon sehr wertvoll, wo ich nur sagen kann, sich professionell in definiertem Maße Zeit zu nehmen, um auf, wie gehe ich mit dieser Krisensituation um und nicht nur im Business, ist total wertvoll. ja. Wow, das hört sich echt bewegend an. 200 Führungskräfte in einem dunklen Raum nach Lösungen suchend, stelle ich mir echt gut vor. Wäre heute ein bisschen schwierig, ja, sozusagen mit dieser Gruppenbildung, aber ich glaube, es geht jetzt auch gar nicht darum, sozusagen das Analogie
diese Analogie genutzt wird, sondern dass man einfach sagt, hey, wir nehmen uns Zeit dafür und wir gehen wirklich professionell auch mit dieser Anforderung um. Ja. Und fahren nicht sozusagen eng und schauen nur auf Business, sondern wir gucken auch, wie gehen wir mit unseren Leadership, Interaktions-, Steuerungs-, Umgang mit Menschen, Situationen um. Ja. Das heißt, um zum Schluss zu kommen so ein bisschen, lieber Tom, was sind denn jetzt die größten Fehler eigentlich, die Führungskräfte, Führungsteams, wie dem auch sei, machen können? Na, ich glaube sozusagen, also erstmal soll jeder schauen, wo er seine Energie und Hypothesen hat, was wirksam ist. Ja. Aber was ich als riskant erachten würde, wäre sozusagen, wenn man sich jetzt in Trainingsformate reinbegibt und sagt, hey, führen in Unsicherheit, 2x2 Tage und sozusagen da individuell auflädt. Ich glaube sozusagen, die Energie jetzt eher zu nutzen, wirklich die Ressource Team, die Ressource Peer, die Ressource Kollege zu nutzen und das vielleicht ein Stück geleitet, ja, das ist immer hilfreich. Aber sozusagen da, jetzt ist nicht die Zeit für individuelle, persönliche Entwicklung, aber gleichzeitig für eine sehr wirksame Suche nach Performance auch in dem Leadership-Thema. Und dafür die Ressource Team ist, glaube ich, genau die richtige Dosis dafür. Cool, super. Das hört sich nach einem guten Hinweis an. Ich nehme das auf jeden Fall mit und ich hoffe, ein paar andere draußen auch. Ich danke dir vielmals für deine Zeit an diesem schönen sonnigen Tag heute. Und, sehr gerne. Cool, dann freue ich mich auf nächste Woche, lieber Tom. Allen anderen da draußen, ja, keine Ahnung, also wertvolle Tipps und so sind irgendwie immer gefragt, aber ich kann nur sagen, lasst uns aus diesen schwierigen Zeiten irgendwie eine Chance machen und sie nutzen. Und dann, ja, erstmal frohes Schaffen und bis nächste Woche. Alles klar, dir einen schönen Tag und euch auch. Ciao, Danke. ciao. Ciao, ciao.